Ja, servus Freunde. In diesem Video geht es um unser Hauptfluginstrument. Es geht um das Vario. Und wer meine Videos schon länger schaut, der hört und sieht im Hintergrund immer dieses Gerät, ein XC-Tracer Mini 5. Den habe ich jetzt seit viele Jahre und ich habe mir gedacht, hey, ab und zu hätte ich doch gern ein Display mit den wichtigsten Funktionen dabei auf einem Gerät. Und ja, da kommt die größere Version vom XC-Tracer ins Spiel. Das ist der neue XC-Tracer Max 3. Und ja, ich habe den jetzt mal zu Testzwecken von XC-Tracer bekommen. Vielen Dank dafür. Ich habe mal in den letzten Flügen mal angeschaut, ob der jetzt das erfüllt, was ich mir davon erhoffe. Und in diesem Video gehen wir da jetzt mal genau drauf ein und ich zeige euch, wie das für mich so funktioniert hat und ob es für mich das Gerät ist, das das alles erfüllt. Ich gehe jetzt nicht auf jedes technische Detail ein, aber ihr findet alle Infos dazu unten. Und ja, starten wir mal. Gut, jetzt sind wir in der Luft und ich dokumentiere jetzt einfach mal mit. Und es beginnt nämlich schon gleich nach dem Start. Für mich ist eben wichtig, dass das Vario sofort funktioniert. Und das tut's. Es hat jetzt wirklich super schnell erkannt, dass ich jetzt in der Luft bin. Und ich kriege gleich schon. Ja, warnt mich vor der Seilbahn unter mir. Aber ich bin gut drüber. Also es ist sofort einsatzbereit und das erwarte ich auch. Vom Feeling her, wie man so schön sagt, sollte das nichts anderes sein wie beim XC-Tracer Mini, den ich ja seit Jahren fliege, auch. Da geht es jetzt gut hoch. Mir zeigt es jetzt in der rechten Hälfte von dem ersten Screen direkt einen Thermik-Assistenten an. Ich bin es tatsächlich gar nicht mehr anders gewohnt, weil ich schon so lange mit dem XC-Tracer fliege, ja. Aber dass einfach das Gefühl komplett mit dem akustischen Feedback vom Vario übereinstimmt. Durch die ganze Sensorik, die da verbaut ist eben. Aber am Ende spielen alle so zusammen, dass der Lag oder die Zeitverzögerung ganz, ganz gering ausfällt. Und das ist super. Ich sehe jetzt da anhand von den Punkten, ich weiß zwar, ich habe nicht einmal die Legende gelesen, aber ich sehe am Display, obwohl es zweifarbig ist, was bedeutet. Nämlich hier die dicken, schwarzen, ausgefüllten Punkte. Da ist das Zentrum, da ist das starke Steigen. Und da versuche ich mich jetzt zu halten. Unten sehe ich an der Linie über die Zeit, sehe quasi Höhe gegen die Zeit und sehe, dass ich jetzt so die letzten paar Sekunden, ich weiß jetzt nicht, was das Intervall ist, ich glaube 20 Sekunden, 25 Sekunden, ja, jetzt zumindest so die Höhe ungefähr gehalten habe. Jetzt bin ich schon ein bisschen länger drin, jetzt ist da beim Thermik-Assistenten nur ein Kreis hinzugekommen, was, denke ich mal, den Bart in der Draufsicht markiert. Jetzt versuche ich einfach mal da drin zu bleiben. Man muss da wirklich schauen, dass man, das gilt bei allen Varios, nicht nur noch nach Display fliegt, sondern auch noch rausschaut. Ich sehe jetzt den errechneten Wind, die Windrichtung. Links unten 13 km/h. Jetzt. Der wird endlich gut. Was mich vor allem interessiert ist, wenn ich mir so ein Gerät zulege, wie wenig stört es mich und wie sehr hilft es mir bei dem Ganzen.
bisher, ich habe es einfach nur eingeschaltet und seitdem habe ich gar nichts gemacht. Und ich habe trotzdem alle Informationen, die ich gern hätte, bei mir. So, jetzt haben wir schon 2.1, geht halt richtig gut. Gestern haben wir kurz mit dem Koni telefoniert, dem Entwickler vom XC Tracer, weil wir uns ein bisschen ausgetauscht haben. Und der Pfeil ganz links, der kleine, ganz am Rand, neben der Skala, der zeigt Richtung Thermikzentrum. Ja, es ist links von mir. Den habe ich irgendwie gar nicht beachtet gehabt. Das ist ein Feature, was ich bisher noch nicht gehabt habe. Ja, es ist wieder mal der Klassiker. Schaut mal Jacke an. Wer hat seine Daunenjacke vergessen? Und entsprechend gut geht's. Das mal am Rande erwähnt. Aber ja, gut, hier ist jetzt dann einmal so ein bisschen aus und ich glaube, ich fliege jetzt mal dann wirklich mal nach Norden vor, zu der Wolke. Und dann können wir mal einen Blick auf die anderen Screens werfen. Ah ja, jetzt ist der kleine Pfeil, der die Thermikmitte anzeigt, weg. Jetzt mache ich mal einen Kreis. Würde erwarten, dass das Ding dann irgendwann wieder erscheint. Sobald klares Thermikkreisen vernommen wird und man nicht an Abwind zentriert. Ah! Mann, ich bin abgelenkt von der Natur. Nee, Schmarrn. Ah, nicht vergessen, das zum Genießen hier. Wow. Super toll, hey. Ja, da ist der Kreis wieder. Jetzt fliege ich dem mal schnell nach. Der zeigt mir an, da links vor mir. Ja, nice. So, jetzt fliegen wir mal raus. Und ja, bisher habe ich gesagt, alles was ich brauche, um einfach rumzufliegen, alle Informationen, die man so vorstellen kann, habe ich bisher bekommen, ohne irgendwas zu machen. Das ist jetzt mal nichts Neues. Und ich glaube, die Schwierigkeit bei der Entwicklung von so einem Vario oder sagen wir mal Computer, was es ja mehr ist, Fluginstrument, ist einfach das alles so zu verpacken, dass er von der Usability her und so weiter einfach gut hinhaut. Bei allen XC-Tracern ist ja so, dass die ganze, und jetzt ist auch wieder der Thermic-Screen draußen, jetzt habe ich hier nochmal die Uhrzeit, bisherige Flugdauer, meine Gleitzahl und den Speed, einen Ground Speed und einen Wind Speed. Das ist eine Ein-Knopf-Bedienung. Das hier denken wir uns mal kurz weg, sondern ich kann einfach hier durchschalten unten. In dem Screen, das ist jetzt der Buddy View, zeigt jetzt die ganzen anderen an, die irgendwo mit mir unterwegs sind. Die Weißen sind niedriger wie ich, die Schwarzen sind höher wie ich und ein Relief dahinter. Und das ist sehr gut erkennbar. Das hier sind die Thermic Hotspots. Und die richten sich sogar nach der Tageszeit. Und jetzt kommt noch was Cooles, und zwar 3D-Luftraum. Die Refresh-Rate ist da bewusst gering gehalten, aber was man hier sieht, ich meine, hier bin ich jetzt relativ weit von den Lufträumen weg, nämlich vertikal bin ich 1490 Meter von der TMA weg und horizontal 5 Kilometer. Und das zeigt es mir nicht nur so an, sondern als 3D-Luftraumschachteln. Ich sehe ja hier 3D-Gelände da draußen am Chiemsee, noch gern vor mir jetzt den Hügel mit dem Taubensee, genauso wie es jetzt hier ist. Schauen wir mal da nach vorne und schauen wir wieder hierher. Genau. Das ist jetzt hier, weil hier in Kössen, ja, da kenne ich mich aus. Aber wenn du jetzt mal woanders fliegst oder spätestens, wenn ich mal wieder in der Schweiz fliege, da ist das ja Vogelwild und da ist sowas extrem hilfreich. Genau, alles so durchschalten und bedienen mit einem Knopf, easy. Und jetzt habe ich hier noch was, eine Fernbedienung, die ich mir jetzt mal da hin montiere, wo ich auch schnell hinlangen kann. Ich hänge das jetzt mal daher. Und da kann ich es dann jetzt eigentlich mit dem Klett, der dabei war, noch besser festmachen. Ich habe es jetzt einmal einfach so gemacht. Und jetzt kann ich hier
Ja, das ist natürlich nochmal bequemer. Ich muss jetzt nicht einmal nur die Hand wegnehmen, sondern greife einfach hier irgendwo an den Button. Genau, gedrückt halten kann ich die Zoomstufen verändern. Das ist so intuitiv, ich kann gar nichts falsch machen. Also hier meine Buddies. Das sind die Thermiken und wieder der Luftraum. Ja. Und jetzt suchen wir uns mal da die nächste Thermik. Jetzt schauen wir mal, ob da vorne was geht unter der Wolke. So. Ah, es riecht so gut von dem Heu hoch. Das ist tatsächlich ganz cool mit der Fernbedienung. Das habe ich ja unterschätzt, muss ich wirklich sagen. Bisher bin ich ja im Modus einfach mal drauf losfliegen unterwegs. Keine Streckenplanung oder sowas. Ja, jetzt die Wolken, die haben mich jetzt ein bisschen getäuscht. So, ich gewöhne mich langsam dran, dass ich hier so easy umschalten kann. Ich habe das nur noch nicht befestigt. Es ist eigentlich noch ein Klett dabei. Ich wusste aber noch nicht, wo ich es genau festmache. Deswegen habe ich es jetzt einfach hierher gehängt so. Aber ich werde es mir dann hier rankletten. Dann habe ich hier meinen Button. Ich habe mir jetzt noch mal kurz erkundigt, weil was ich noch gern hätte, sind Live-Windwerte. Und das kann das Gerät eigentlich auch. Und zwar zieht es sich die Werte über das Fahrnet. Das ist ein Netzwerk, das speziell für solche Sachen benutzt wird, für Live-Wetterdaten. Da gibt es Bodenstationen, Wetterstationen, die das unterstützen. Ich sehe jetzt hier auf dem Screen allerdings leider keine. Und habe jetzt auch noch mal kurz wieder rückversichert. Und ja, es ist einfach keine in der Nähe gerade. Da ist hier die Abdeckung ein bisschen dünn. Das heißt, ja, wenn es nichts zum Anzeigen gibt, kann das Gerät auch nichts anzeigen. Und genauso ist, wenn es keine Thermik gibt, dann kann das Gerät auch mich nicht zur Thermik lotsen. Jetzt ist hier gerade ein bisschen tot und ja, ich hoffe, ihr erwischt jetzt wieder was. Ja. Das schaut gut aus. Ah, super schön zentriert. Also das Thermikfliegen unterstützt nochmal durch den Bildschirm. Macht schon wirklich Spaß. Oder sagen wir mal, ja, Navigieren ist es ja nicht wirklich, sondern ja, es sich einen Überblick verschaffen mit den wichtigsten Werten. Genau, das ist es. Ich werde euch jetzt gleich zeigen, was ich nämlich eigentlich mache, wenn ich beim Streckenfliegen bin. Ich habe sowieso immer hier noch rechts neben dem Vario, wie man es jetzt auch auf dem Material sieht, was ich gleich einblende, noch mein Handy mit Burn Air oder beliebigen anderen Navigations-App offen. Und Burn Air ist bei mir viel mehr als eine Navigations-App, nämlich plane ich damit auch meine Strecken. Ich habe mein Handy sowieso als Gerät immer griffbereit, damit ich natürlich auch erreichbar bin als Backup für alles, Kommunikation. Und entsprechend ist auch die Navigation dann, wenn ich wirklich jetzt auf Strecke gehe und sage, okay, jetzt hat heute, möchte meinetwegen die Strecke Dreieck fliegen, A, B, C, da entlang diese Wegpunkte, dann plane ich das sowieso mit Burn Air. Und dann kann ich mir das auch in Burn Air Go oder wie auch immer anzeigen. Ja, und so hat es bei mir eben letztens auch ganz gut funktioniert, wo ich unterwegs war. Und ich hatte jetzt ganz lang einfach nur das Setup mit dem XC Tracer nur als akustisches Vario und dazu halt XC Track als Navigationssoftware auf meinem alten Android-Smartphone. Das war mir jetzt zu umständlich, weil dann habe ich nämlich ein Vario dabei
mein altes Smartphone dabei und nochmal mein neues dabei. Und das, ja, 3 Geräte war dann doch ein bisschen viel. Und jetzt hier habe ich ein Gerät, mit dem kann ich alles machen. Es wird alles mitgeschrieben natürlich und getrackt im Hintergrund mit IGC-Files und KML-Datei parallel. Und kann mich aber aufs Wesentliche dann konzentrieren. Und wie gesagt, für meinen Anwendungsfall, ich habe sowieso immer noch mein Handy, in dem Fall das iPhone, dabei. Der Unterschied in der Ablesbarkeit zwischen einem OLED-Display auf volle Helligkeit am iPhone 15 Pro rechts, fett verschmiert, wie es halt so ist, was natürlich spiegelt, und links der Schwarz-Weiß-Screen vom XC-Tracer. Es ist halt je nach Einstrahlungswinkel, der XC-Tracer ist immer perfekt ablesbar, aber Handy-Display, das ist nur bei der richtigen Einstrahlung gut ablesbar. Ja, auch noch was, habe ich jetzt gar nicht erwähnt, weil für mich ist das schon lang Standard, Flarm und gesehen werden. Ihr habt bestimmt alle den Vorfall mitbekommen, wo es die Kollision gab zwischen der Cessna und der Gleitschirmpilotin. Also nochmal toi toi toi, dass eigentlich alle nichts passiert ist. Gut reagiert. Es gibt ja eine riesen Diskussion, wie hätte es verhindert werden können. Ja, es bleibt immer ein Restrisiko, aber gesehen werden, nicht nur optisch, sondern auch über andere Systeme, kann ja nicht schaden. Dafür gibt es das Flam, was auch ein Standard ist in der Luftfahrt. Und im XC-Tracer ist es mit integriert. Das heißt, ich sehe jetzt nicht nochmal extra auf dem Radar, sehe ich jetzt die anderen. Aber die ganzen motorisierten Luftfahrzeuge, die ein Flam haben, die sehen mich. Ich bin quasi ein Sender. Die ganzen anderen sind die Empfänger. Und werde so noch eher gesehen. Das ist einfach eine Maßnahme zur Risikominimierung. So, da vorne geht's hoch. Da stechen wir jetzt nochmal hin. Also jetzt ist es wieder angenehm, so ohne Jacke zu fliegen. Passt, ich konzentriere mich jetzt mal kurz auf die Landung. So viel kurz mal dazu. So, wir sind wieder gelandet. Auf eins möchte ich mal nur kurz darauf eingehen, was auch damals bei mir der Grund war, warum ich ziemlich schnell auf den XC-Tracer umgestiegen bin. Von diesem Vario. Das ist jetzt einfach mal beispielhaft von Silvrite ein rein barometrisches Vario. Das hat es für mich auch getan. Es ist nur, es gibt einen Unterschied in der Technologie, den ich einfach nimmer missen möchte. Und zwar ist das Ansprechverhalten vom Vario. Ich habe den jetzt hier so eingestellt, dass der beim Nullschieber eigentlich nichts macht. Ich möchte euch nur mal zeigen, wie schnell sprechen die verschiedenen Varios an. Also das hier ist der Ton vom barometrischen und das hier der Ton, nur dass man es mal sieht, vom XC-Tracer. Ich bringe das jetzt mal aufs gleiche Level. Wenn ich jetzt nochmal eine kleine Höhenänderung mache, jetzt so einen ganz leichten Heber wäre im Flug, dann schauen wir mal, welcher geht eher an. Also bei XC-Tracer hier in der linken Hand, durch den Beschleunigungssensor kommt halt hier sofort ohne Verzögerung das Geräusch, während bei dem es kommt vielleicht erst einmal gar nichts, weil die Luftdruckänderung über so einen kleinen Heber ist natürlich auch sehr gering. Die Elektronik muss es natürlich erst einmal richtig erfassen. Natürlich, wenn ich irgendwann im Steigen bin, dann registriert es schon, aber was auch auffällt, obwohl ich gar nicht mehr weiter steige, piepst es immer noch. Und hier ich habe eigentlich mein Vario-Feedback nur wirklich während dem Steigvorgang und es hört sofort auf.
Ist jetzt nicht der beste Test, aber eigentlich verdeutlicht das ganz schön. Also, das macht auch, was es soll. Es ist träger, es geht später an und es hört später wieder auf. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und so bin ich es eigentlich die letzten Jahre immer schon gewohnt gewesen, auch vom Mini 5. Die Elektronik ist genau die gleiche da drin. Dass bei mir das Gefühl, was ich beim Fliegen habe, das Popometer, also die Beschleunigungskräfte und alles, das stimmt einfach so überein und das möchte ich nicht mehr missen. Deshalb wird es bei mir beim XC Tracer bleiben. Ich muss auch dazu sagen, ich habe nicht den besten Überblick jetzt, was am Markt sonst noch aktuell große Sachen gibt. Aber etabliert hat sich zumindest bei mir der XC Tracer und ich habe keinen Grund irgendwie umzusteigen. Also ganz kurzes Fazit von meiner Seite. Also dieses All-in-One-Gerät erfüllt bei mir eigentlich alles, was ich brauche. Wenn ich aber rausgehe und in einem Gebiet bin, wo ich mich noch nicht so gut auskenne und einfach mal drauf losfliegen möchte, dann habe ich alles dabei, was ich brauche. Wenn ich dann sogar noch Fahrnetzstationen in der Reichweite habe, was jetzt hier nicht so verbreitet ist, aber in anderen Gebieten viel verbreiteter. Ich denke da gerade an die Schweiz. Angenommen, ich bin in der Schweiz im Engelberger Tal zum Beispiel, da sind nämlich auch ganz viele Hindernisse verbaut. Das heißt, wenn die Hindernisdatenbank aktualisiert ist, dann habe ich auch hier meine Alarme drin. Wenn einmal irgendwo ein Seil durchläuft von einer kleinen Seilbahn oder von irgendwas, dann kriege ich eine Warnung und das ist natürlich auch gut. Solche Funktionalitäten gibt es natürlich bei anderen Varios auch, aber es ist hier gut integriert, es stört mich nicht. Da kommt auch bei mir der Entwicklungsingenieur durch. Es ist einfach genau so, es erfüllt die Produktanforderungen auf eine möglichst einfach zu bedienende Art. Es hat nur ein Zwei-Farben-Display. Ja, aber es funktioniert. Dafür ist es perfekt ablesbar in der Sonne und besser wie jedes hochauflösende OLED-Display mit was weiß ich was für eine Helligkeit. Das ist einfach für den Anwendungszweck super. Und sogar solche Features wie Kartendarstellungen, also hier nochmal kurz hoch aufgelöst. Auch die Kartendarstellungen, die Auflösung von dem Display ist hoch genug und auch der Kontrast, das ist wirklich gut. Und es ist super gut ablesbar und easy. Ja, also wie viel braucht es? Oder es ist kein Overengineering, sondern es macht einfach das, was es soll, auf eine sehr einfache Art. Und das gefällt mir irgendwie. Dann auch die Bedienung über einen Knopf. Ich habe mal hier einen alten Tragegurt dabei. Also ich werde es mir jetzt halt eben genau hier montieren am C-Gurt. Da wird mitgeliefert für die Fernbedienung so ein kleiner Klettstreifen, den kann man dann auch verschieben. Und was ich auch schon getestet habe, irgendwie war das das erste, was mir da in den Sinn gekommen ist, mit Klett und den Gurte, aber der hakt da nicht ein. Ich habe es nämlich schon mal gehabt, dass manche Klettverschlüsse, die haken in das Gewebe ein und dann macht man sich den ganzen Gurt kaputt. Ist ja nicht so, nur am Rand erwähnt. Wenn man sich den Klett an den Tragegurt hinten hinbaut, ich werde es mir eigentlich genau so machen. Das ist A, B und C in dem Fall. Und da hinten an der Bremse, wenn ich da drin bin, ja, da komme ich super easy hin, da stört das nicht groß. Ja. Da werde ich es dann montieren und eben auch mit dem Klett, dann flattert das nicht rum. Genau, kann er da dranbleiben. Was ich euch auch noch zeigen wollte, ist, wie man zum Beispiel im Flug die Einstellungen verändert oder allgemein. Wenn ich quasi kurz und lang drücke, kurz, lang, komme ich ins Menü und kann dann über einen langen Druck das jeweilige Menü aufrufen. Kurzen Druck komme ich immer eine Schaltebene weiter nach unten, also nochmal kurz lang. Das heißt kurz, kurz. Das ist sehr intuitiv. Es scheint vielleicht ein bisschen komisch am Anfang, weil es wirklich nur ein Button ist, aber es funktioniert. Ich kann zum Beispiel, jetzt gehen wir mal hier rein, Tone and Alarm. Gedrückt halten, komme ich rein. Und ihr könnt jetzt hier die Einstellungen ändern, die auch in der Textdatei, der Config-Datei, die bei jedem XC-Tracer ja hinterlegt ist, könnte ich ändern. Ja, und ich kann hier meine ganzen Optionen durchschauen, zum Beispiel hier die Screen Options und könnte mir jetzt hier auch ändern, zum Beispiel im Thermal Screen die Parameter, die da hinterlegt sind. Ja, kann ich alles über diesen einen Button hier unten, der ist unter dem Silikoncase in dem Fall,
das ist der Button, könnte ich hier alles ändern. Ich kann das Ganze aber auch über die Fernbedienung machen. Da muss ich eigentlich ja nicht mal die Hand wegnehmen. Deshalb zeige ich das jetzt mal hier am Boden. Genau. Ich kann einfach quasi jetzt remote hier durch meine Einstellungen durchgehen. Und ja, könnt hier zum Beispiel meine Buddies hinzufügen, wenn ich sage, okay, ich fliege jetzt mit jemandem Neuen, bin schon in der Luft und kann jetzt hier zum Beispiel, wenn jetzt jemand mit mir fliegen würde, was er aktuell nicht tut, könnte jetzt hier meine Buddies hinzufügen oder eben wieder meine bereits vorher hinterlegten Buddies noch einfügen. Alles habe ich jetzt hier nicht konfiguriert, aber das könnte ich alles ganz easy machen und würde ich mir sogar aus der Luft, wenn es gerade ruhig ist, zutrauen, weil ich nicht mal die Hände von den Steuerleinen nehmen muss wegen der Fernbedienung. Das ist wirklich was ich unterschätzt habe, dass das ein Riesenvorteil ist. Was kann ich noch machen? Ich kann zum Beispiel auch die Einstellungen noch viel bequemer ändern, und zwar direkt über Smartphone, über einen Bluetooth-fähigen Browser. In dem Fall habe ich jetzt den Bluefy-Browser und kann jetzt da direkt den XT-Tracer über Bluetooth anwählen. Und ja, könnte jetzt hier meine IGC-Dateien anschauen und könnte auch Vario-Einstellungen vornehmen. Oder was auch total super ist, ich kann zum Beispiel schauen, ob ich die neuesten Luftraumdaten drin habe und kann mir eben für ein gewisses Gebiet, wo ich eben gerade bin, die Lufträume runterladen und die ganz bequem aktualisieren. Und das funktioniert wirklich super, also über dieses Browser-Interface mit der Bluetooth-Verbindung. Auch das oder Firmware-Updates sind quasi auch über Smartphone ganz einfach möglich und es funktioniert einwandfrei. Ja, und während ich dieses Video erstellt habe, habe ich noch eine Nachricht bekommen vom Koni, und zwar: Gerade befindet sich in der Testphase ein neues Firmware-Update, und zwar die Integration von Wegpunkten. Das ist wirklich super und ja, da freue ich mich schon riesig drauf. Also wenn die Testphase vorbei ist, dann gibt es in den nächsten Wochen ein Firmware-Update, sodass man navigieren kann mit dem XT-Tracer Max 3 und nach seinen vorher definierten Wegpunkten fliegen kann. Mega. Für mich nochmal ein Riesenpunkt, der mir irgendwie wichtig war beim Vario dabei zu haben. Freue ich mich schon drauf. Welche Features kann man noch erwähnen? Wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, kann man ja auch gegenseitig sich abspeichern. Das heißt, dann sieht man sich auch wirklich mit Namen dann auf der Karte, wo der oder diejenige gerade ist, in der Buddy-Funktion eben. Es ist sehr durchdacht. Das geht so weit, zum Beispiel, es hat auch keine Auto-Off-Funktion. Das heißt, ich muss das Gerät auch immer manuell ausschalten, weil, das hat den Hintergrund, wenn mir irgendwas passiert, ich würde jetzt irgendwie abstürzen, wäre bewusstlos, bin irgendwo, dann sendet das Gerät weiter. Eben über Farnet und andere Kanäle sendet dieses Gerät meinen letzten Standort. Und das ist nämlich auch eine gute Funktion. Und der nächste Vorteil, den hätte ich jetzt fast vergessen, weil ich bin das schon gewohnt, ist hier auch schon drin, Flam. Sowohl der XT-Tracer Mini als auch der XT-Tracer Max haben eine Flam integriert. Das heißt, für andere Luftverkehrsteilnehmer bin ich sichtbar. Das heißt nicht, dass ich alle anderen Flam-Benutzer auf meiner Karte sehe, aber ich bin quasi wie eine Boje und werde von anderen gesehen. Am Ende kann immer eine Kollision passieren, aber trotzdem. Zum Thema Risikomanagement, natürlich werde ich alles tun, damit das Risiko so gering wie möglich ist, dass zu irgendeiner Kollision kommt. Also ich werde nicht mehr irgendwie ein Vario benutzen, was kein Flam hat, wenn ich beim Streckenfliegen bin. Das ist schon seit Jahren so und ist, ja, ist super. Wer weiß, wie oft es mich schon gerettet hat, keine Ahnung. Nee, aber es ist eine super Technologie. Dann natürlich noch ein Unterschied hier. Den Mini 5, den lade ich ungefähr nie auf, weil der hat nämlich eine Solarplatte da vorne integriert, was einfach mega cool ist. Ich bin das so verwöhnt, dass ich das Vario, das stecke ich vielleicht einmal im Jahr an, zum irgendwie Daten übertragen oder was. Und ich weiß, wenn ich es einschalte, 5-mal gepiepst, heißt, es ist ganz voll geladen und ja, es lädt sich selber auf, einfach nur durch die Sonne.
Der Max 3 hat keine Solarplatte, aber auch einen sehr, sehr guten Polymerakku. Voll aufgeladen, 60 Stunden Betriebszeit. Und zwar mit allen Features. Es ist nicht so, dass wenn ich jetzt die und die Funktion benutze, dann habe ich weniger Akkulaufzeit. Nein, alle Features, die ich gerade erwähnt habe, eingeschaltet, 60 Stunden Laufzeit, nachgewiesenermaßen, da traue ich dem Koni. Ja, also das hält wirklich auch sehr, sehr lang. Man muss erst einmal 60 Stunden fliegen. Also da das reicht wahrscheinlich, wenn ich den zweimal im Jahr auflade, so gefühlt. Ja. Bisschen schwerer, 158 Gramm. Was soll ich noch sagen? Intuitiv, gewohnt, hohe Qualität. Es ist nicht so, dass ich mir das Ding vorher mal mit auf die Couch nehmen muss und alle Funktionen studieren. Kann ich natürlich machen. Aber ich habe es jetzt hier auch so gemacht. Ich bin einfach rausgegangen, habe es getestet. Es hat funktioniert und ich finde, es macht Spaß, wenn man was hat, wo man weiß, darauf kann ich mich verlassen. Es funktioniert und ich habe ganz lange Freude damit. Und ja, das spiegelt die Wertigkeit wider. Ist natürlich nicht günstig, aber das ist was, wo ich gern was investiere und weiß, da habe ich was Gescheites, auf gut Bayerisch. Ja, ich hoffe, das war interessant. Wie gesagt, das ist jetzt aus meiner Sicht für meinen Anwendungszweck. Es gibt viele, viele andere Varios. Ich habe aktuell keinen genauen Überblick über den Markt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt wahrscheinlich andere Anwendungszwecke, zum Beispiel mehr in Richtung Wettkampf. Die Wettkampfpiloten, die haben nochmal ganz andere fette Teile dabei. Aber ihr kennt mich, ich bin eher so der Allrounder, der einfach gerne mal drauf loszieht. Und dafür ist dieses Gerät wirklich sehr gut passend. Alle weiteren Infos sind unten in der Box, natürlich auch ein Link zum Shop. Ich bin mir sicher, es gibt noch einige Fragen dazu. Schreibt es einfach in die Kommentare und dann kann ich es gern beantworten oder weitergeben, wenn ich es nicht weiß. Und dann werden wir da der Sache auf den Grund gehen. Und genau, ja, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, das war informativ. Bis dann. Ciao.